Und leider war das halt aber mein Driving Factor, weil so die Events in FlyFPC interessieren mich halt nicht, weil ich meine, wenn ich aktiv nicht wirklich spiele, dann interessieren mich halt auch die Events nicht wirklich. Und ja, wenn mich die Events nicht interessieren, dann brauche ich nicht spielen. Sag ich mal. Also ich finde halt, die Events in FlyFPC sind halt überhaupt nicht mehr an den Casual Gamer ausgerichtet, was ja gut ist. Sie richten die Events ja an der aktiven Community aus. Aber wenn du selbst kein Teil der aktiven Community bist, dann gehen dir die Events halt entsprechend auch eigentlich am Arsch vorbei. So, ich habe 40, wir haben 26 Boxen, 52. 12 Stück bekommen, nice. Nicer, dicer. 52 Crab Meat, das sind 26 Stunden durchgehend. Das ist ganz schön viel. Naja, und generell finde ich halt, ist auch noch ein Problem bei FlyFPC. Also für mich als Außenstehender ist das zumindest so. Man weiß halt nicht so wirklich, was da jetzt noch passiert soll. Also klar werden die niemals sagen, dass das Spiel irgendwie bald offline geht oder so. Also ich meine, solange sie es nicht ernsthaft vorhaben, offline zu nehmen oder so. Oder sie werden nicht sagen, es läuft jetzt noch auf Energiesparmodus, bis es so wenig Geld abwirft, dass es sich nicht mehr lohnt oder irgendwie so. Klar werden sie das niemals sagen, das wäre auch dumm. Aber ich finde halt, man hat einfach keine Richtung mehr vorgegeben. Also früher war es ja wirklich immer so, du hast ein Update gehabt, dann hat man das gegrindet und ans Aufhören hat dann nie jemand gedacht oder ans Ende. Und dann kam halt irgendwann das nächste Update und so. Und jetzt ist es aber mittlerweile so, dass sie die Events schon so in die Länge ziehen. Also ein Event geht ja mittlerweile teilweise fast 2 Monate und so, wo du schon merkst, selbst da haben sie kaum noch Initiative, kaum noch Lust. Sie machen ein Event für Wochen oder Monate, damit sich auch ja keiner bei Gala mit dem Spiel auseinandersetzen muss. Also so noch weniger Aufwand, als sie früher betrieben haben. Und ja, selbst wenn ein Update kommt, V23 war das ja auch, sag ich mal, das Mindeste, was man von einem Update erwartet. Also auch nur gerade so genug gemacht, dass man die aktiven Spieler irgendwo zufriedenstellt. Also es wirkt halt einfach so, als, ja, keine Ahnung. Jeder wartet auf irgendwas, aber keiner weiß, worauf, so ungefähr. Und dieses Gempire-Zeug hat halt irgendwie so ein bisschen Hoffnung gegeben, dass da noch was im Hintergrund läuft. Irgendwelche neuen Ambitionen, andere Ambitionen, die nicht unbedingt nur was mit dem Spiel zu tun haben. Und jetzt wurde das im Endeffekt auch eingestampft. Und jetzt bist du halt an dem Punkt, wo du dich fragst, naja, wann, oder was kommt jetzt noch? Was könnte das Spiel jetzt noch retten, so? Oder einen neuen Aufschwung geben? Fit? Du hast ja gesagt, du bist krank. Aha, war das also auch gelogen. Noch so ein Blaumacher hier. Ach so, ja. Ah. Solltest dir vielleicht deine Lüge noch mal ein bisschen besser einstudieren, bevor du das nächste Mal auf die Arbeit gehst. Wirkt etwas unglaubwürdig. Bist du wieder fit? Hä? Was meinst du? Na, deine Erkältung. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Ja, du warst doch krank. Ach so! Oh ja. Das geht besser, Sir. Wenn man krank ist, wird einem langweilig. Und wieso? Kannst du auch den ganzen Tag zocken. Hast ihm den Job geklaut. Er hat ihm echt den Job geklaut. Die klauen unsere Jobs. Die klauen unsere Jobs. Die klauen unsere Jobs. Gibt es eigentlich Post? So, Post Cache Clarity. Wenn du cachst und dann später realisierst, wie dumm es war, oder was? Ja, ich würde sagen, das hatte ich jedes Mal, wenn ich in FlyFPC gecached habe. Oder sagen wir so, Korrektur. Ich hatte es jedes Mal, nachdem ich in FlyFPC gecached habe,
Oh mein Gott, Hindernis. Dann geupgradet habe. Absolute Vollkatastrophe, nichts hat geklappt. Und dann sitzt du da in deinem Zimmer. Alles ist still. Du renderst gerade das Video, in dem du 240 € verbrennst. Dein Bankkonto sagt, Flive minus 240 €. Und dein Equipment sagt, du bist ein fucking Loser. 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 Und machst kein Damage. Eins der besten Gefühle auf dem ganzen Planeten. Take me back, Chad. Take me back. Keine Ahnung, Just Say ist aber über 1000 €. Aber unter 2000. Good times. Ja. Fragt sich nur für wen. Dann würde ich sagen, auf nach Athria. Auf dem Weg nach Athria City. Auf dem Weg nach Athria City. So. Wish me luck, guys. Vielleicht waren die Power-Ups etwas Overkill. Ich glaube, die Power-Ups waren etwas zu Overkill. Das Vieh kann ja gar nichts. Und ich habe vergessen, dass er so ein leicht zu dodgen AOE-Skill hat. Es ist noch nicht mal GT abgelaufen und er ist fast tot. Ein random Auge getötet und er droppt einfach Power Dice 4. Okay, jetzt macht er ein bisschen viel Damage. And he dead. Play the big dog. Here comes the money. Here comes the money. Money, 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 money. Und alle Chars 126, Baby. Let's go. Nice. So. Nächste Quest. 6,5 Millionen Penya und Plug plus 10. Und 18% XP. Weil das eigentlich sogar ziemlich schlecht ist, 18%. Aber gut, die Quest wäre auch nicht schwierig. Sehr schön. Ach so, und genau, hier nochmal. Boom. 6%. Gut, der könnte direkt weitermachen. Aber... 10-mal Scroll of Bonus gäbe es dafür. 830. Wie kann man am besten in Flive Geld machen? High-Level sein und Dungeons farmen. Was gab es dann, Gino? Im High-Level Dungeons farmen. Ab 141, um genau zu sein. 8 Alice sind deine Grenze. Stimmt, wisst ihr, was lustig ist? Was mache ich in 5 Jahren, wenn meine Accounts voll sind? Wenn ich 64 Chars auf 150 plus habe? Was mache ich dann? Dann kann ich bei keinem weiteren FEC mehr mitspielen. Oder ich muss dann immer einen alten Char löschen, damit ich den neuen übertragen kann. Ziehe dann immer einen neuen Char hoch und muss einen der alten löschen. Jedes Jahr. Bruh. Was für eine Zwickmühle.
Verflixt und zugenäht. Also ich meine, ich muss zugeben, dieser FEC verhält sich wirtschaftlich doch anders als der letzte. Was probably einfach damit zusammenhängt, dass halt einfach ganz andere Items existieren. Mit Ultimate-Waffen und den ganzen Scheiß. Das gab es ja letztes Mal alles obviously nicht. Und außerdem ja, dass man nur die Hälfte an Penya durch Itemverkäufe bekommt, hat sicherlich auch einen riesigen Einfluss. Und vielleicht sogar, weil es jetzt weniger Bots gibt, gibt es auch weniger Penya. Lauter solche Sachen, die es letztes Mal halt nicht gab. Ich meine, das konnte man ja vorher nicht wissen. Aber deswegen kann es trotzdem jederzeit sein. Ich meine, das hat man ja auf Boding und so auch gesehen. Ich meine, jederzeit können sich die Preise ändern. Und oft weiß man jetzt nicht instant, warum das jetzt genau passiert. Also, ich wäre trotzdem vorsichtig. Weil jetzt hast du vielleicht das Gefühl, es ist klüger, Penya zu haben als F-Coin. Oder Items in F-Coin, besser gesagt. Aber das kann sich, wie gesagt, theoretisch schlagartig ändern und dann bereust du es wieder nur. Und ich meine, du musst es so sehen, es ist wie bei Aktien, es ist wie immer im Leben. Wenn du nicht verkaufst, hast du auch keinen Verlust gemacht. Also mal angenommen, du hast jetzt schon sau viele F-Coin für 200.000 gekauft und jetzt werden sie für 180, 160, was auch immer verkauft. Ja, aber du hast ja erst Verlust gemacht, wenn du es auch für weniger verkaufst. Solange du es behältst und wartest, bis der Preis steigt und du es dann wieder teurer verkauft, hast du keinen Verlust gemacht. Du hast den Verlust erst, wenn du auch tatsächlich verkaufst für weniger Geld, als du eingekauft hast. Erst dann hast du wirklich Verlust gemacht. Also einfach nicht tun. Einfach nicht tun, dann hast du keinen Verlust. Wartest, bis es steigt und das wird zwangsläufig. Und wenn es noch einen Monat dauert, dann dauert es halt noch einen Monat. Was ich ehrlich gesagt nicht glaube, dass es noch so lange dauert. Aber ist ja egal. Und sobald es steigt, boom, alles wieder tutti frutti. Das ist meine Meinung.